Atemberaubende Natur irgendwo im Nirgendwo. Nur du, das Motorrad und eine Nacht im Zelt. Hallihallo, mein Name ist Ruti. Seit 9,5 Jahren bin ich Vollzeit am Reisen, seit 5,5 mit dem Motorrad und vor kurzem habe ich die 100.000 Kilometer Marke durchbrochen. Diesen Meilenstein nutze ich, um mein Setup zu zeigen und Tipps für die große Reise zu geben. Heute Camping Equipment. Im letzten Video habe ich mein Gepäcksystem vorgestellt und heute beginne ich mit dem Inhalt und wir starten mit einem Thema, das zum Motorradreisen gehört wie Abenteuer zu Teneré, Camping. Wie immer ist das Gesagte meine Meinung und das Equipment, was für mich und meine Art zum Reisen am besten funktioniert. Stand jetzt. Wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt es mir gerne in die Kommentare und in der Videobeschreibung befindet sich ein Link zu meiner Webseite, wo ich das ganze Equipment aufgelistet habe zum selber zusammenstellen für eure große Reise. Also, was ist meine Art zu reisen? Ich bin kein Hardcore-Camper. In den 3,5 Jahren in Südamerika habe ich vielleicht 60 Nächte gecampt. Und in Osteuropa und in vielen anderen Ländern im weiteren Ausland bekommt man für 20 € und weniger ein Zimmer. Dann lohnt es sich halt auch nicht so richtig zu zelten. Außerdem, wenn man so wie ich unterwegs arbeitet, ist es immer gut, einen Tisch zu haben oder WLAN und bequem sitzen zu können. Auf dem Campingplatz mit Arbeiten, mit Sonneneinfall und so ist es dann auch immer ein bisschen schwierig. Egal wie man es macht, Zelten spart immer Geld. Aber man muss auch bedenken, dass man das ganze Equipment, was man gekauft hat, was oft sehr teuer ist, auch erstmal rauszelten muss. Für das Geld, was du für das Equipment ausgibst, dafür kannst du schon eine Menge Nächte auch im Hotel übernachten. Ich habe das Zelt dabei, um eben die Motorrad-Abenteuer-Momente erleben zu können. Du bist irgendwo an einem fantastischen Ort, ganz alleine, in der Natur. Und du schlägst da dein Zelt auf, morgens machst du es auf, da geht der Wasserfall runter, die Papageien fliegen vorbei. Also die Sachen, die man immer in diesen Promotion-Filmen sieht, die erlebst du halt nicht im Hotel. Und die Entfernungen hier sind so viel größer. Manchmal ist es dann so, ich entdecke spontan einen Schotterweg, gucke mir das auf der Karte an, oh ja, da kannst du langfahren, fahr da lang und dann ist es doch, Google irrt sich dann oder es ist doch viel schwieriger als geplant oder man kann da nicht langfahren oder Straßen sind gesperrt über Stunden und so weiter. Und dann habe ich immer das Zelt dabei. Ich habe immer ein gutes Gefühl, weil ich weiß, okay, ich habe das Zelt dabei. Zur Not kann ich hier einfach das Zelt aufstellen und fertig. Deshalb würde ich auf einer Abenteuer-Motorradreise immer empfehlen, ein Notzelt dabei zu haben. Und leider ist es so, dass es halt nicht bei dem Zelt bleibt, sondern du brauchst natürlich noch anderes Zeug. Und das möchte ich euch heute vorstellen. Vom Zelt bis zum Kocher, bis zur Tupper-Gewürzware, vielleicht noch nützliche Tipps und vor allem auch Zelt versus Hängematte. Und damit möchte ich beginnen. Auf meiner ersten Reise nach Afrika hatte ich das Lone Rider Adventure Zelt dabei. Das ist ein 2-Mann-Zelt und es hat allerlei so Motorrad-Gimmicks. Und es ist wirklich ein gutes Zelt. Allerdings ist das Packmaß ziemlich groß und es wiegt halt auch 3,5 Kilo. Also wenn du jetzt nicht jeden Tag zeltest, dann nervt es halt. Das ist halt so eine extra Tasche, die du nochmal irgendwie mit rumschleppst. Das packst du halt auch nicht in irgendeine Tasche mit rein. Auf meiner zweiten Reise in den Balkan hat es mich dann so genervt, dass ich in Slowenien zur Post gegangen bin und das Ding wieder heimgeschickt habe. Und da war es eben dann auch so, dass ich gedacht habe, ah ja, für 20 € kriege ich halt auch ein Zimmer. Da brauche ich jetzt nicht unbedingt zu campen, weil auch in Europa, die Campingplätze sind jetzt auch nicht spottbillig. Aber für Südamerika sollte dann was Leichteres her. Also habe ich viel recherchiert und bin auf das Cloud-Up 2, also Cloud-Up 2 Zelt von Nature Hike gestoßen. Das hat 150 € gekostet, das von Lone Rider kostet 500. Und es wiegt halt nur 1,5 Kilo. Und das Packmaß ist auch kleiner. Das habe ich am Anfang noch in den Dry Bags mittransportiert. Und es passt auch in diese AUX-Pox, ja, diese Zusatztaschen, da kann man es auch reinschieben. Ja, das kannst du mit dem Lone Rider Zelt nicht machen. Das hat mir dicke gereicht. Ich bin damit 3,5 Jahre gereist und es war immer noch top. Also da war nichts dran und es ist in 2 Minuten aufgestellt. Das war ein super Zelt. Allerdings ist es schon noch kleiner als das Lone Rider Zelt. Im Lone Rider Zelt, da kannst du halt 2 Personen drin schlafen. Bei dem würde ich sagen, es ist eine Person und ich konnte immer noch so mein Gepäck rechts neben mich packen. Also mit 2 Personen wird es dann schon eng da drin, auch wenn das für 2 Personen angegeben ist. Das Zelt war für mich das optimale Zelt, Preis-Leistung fantastisch. Das war dann so, dass ich in Peru am Strand war und da war ein Backpacker aus England und der hatte gar keine Kohle und hat am Strand geschlafen und dem habe ich dann mein Zelt gegeben, weil ich gedacht habe, ah ja, Zelt ist eh nicht so oft, brauchst du nicht. Das habe ich ziemlich schnell bereut, eigentlich schon auf der ersten Fahrt, weil hinter dem Strand in Peru fängt quasi direkt die Wüste an.
Dann bin ich dann so gefahren und dann wird es halt langsam dunkel und dann weißt du nicht, wo du übernachten sollst, dann bist du in Ordnung und dann so, ja, hier gibt es kein Hotel. Ich habe natürlich immer was gefunden, aber es ist einfach dieses Gefühl, ah ja, zur Not habe ich das Zelt dabei. Deswegen musste wieder eine Notschlaflösung her und dann habe ich gedacht, okay, Hängematte. Ich habe so eine Traveler-Hängematte, also die ist so ganz dünn, ich kann sie mal zeigen. Das Zelt kann ich jetzt leider nicht mehr zeigen, nur Fotos, weil ich es ja verschenkt habe. Aber die Hängematte habe ich hier. Kann ich zeigen, die ist aus so einem dünnen Material. Ja. Und ich weiß nicht, ob das Nylon ist oder keine Ahnung. Ja, so ein dünnes Material und die hat ein Moskitonetz integriert. Ja, das kann man mit Reißverschluss zumachen und dann bist du quasi wie in so einem Zelt, aber halt in der Hängematte. Ja, hast es zu, aber man kann natürlich reingucken. Und die hat dann hier so Karabiner und noch so riesenlange Schnüre. Also das ist echt eine Top-Hängematte. Die ist 3 Meter lang, 1,40 Meter breit. Also es können 2 Leute drin schlafen und kann 300 Kilo kannst du da reinlegen. Die hält es aus. Und das Packmaß ist halt mit 13 mal 21 Zentimeter. Ihr habt es eben gesehen, wie klein es war. Also so. Natürlich auch deutlich kleiner als ein Zelt. Und sie kostet nur 25 €. Also habe ich gedacht, ja, als Gelegenheitscamper optimal. Ich habe auch schon vorher oft in der Hängematte geschlafen und auch nicht nur einen Tag, sondern auch mal eine Woche oder länger und wusste, ja, das ist eigentlich recht komfortabel. Ich wusste also, wie es ist, in der Hängematte zu schlafen. Jetzt bin ich dann also von Paraguay über Brasilien nach Peru gefahren. Da habe ich dann auch in der Hängematte geschlafen und es ist dann halt so direkt im Dschungel. Auch wenn das im Zelt jetzt nicht mehr Sicherheit bietet, aber gefühlt schon. Es ist halt mehr so abgeschottet. So was halt immer, ich bin nachts dann immer aufgewacht, weil ich gedacht habe, der Jaguar steht in 1 Zentimeter Entfernung vor mir. Das zum einen, also ein bisschen mehr Privatsphäre bietet das Zelt und du kannst halt auch ein paar Sachen mit ins Zelt reinnehmen, zumindest die Wertsachen und dann kannst du so ein bisschen Ordnung machen. Ich hatte jetzt das ganze Zeug so über das Motorrad gehängt und offen und so weiter. Also eine Hängematte bietet halt keinerlei Stauraum für irgendwas. Der größte Nachteil bei der Hängematte ist, du brauchst immer 2 Bäume oder 2 robuste Pfähle, ja, wo du die Hängematte aufhängen kannst. Die dürfen nicht zu weit auseinander sein, ja, die dürfen auch nicht zu nah zusammen sein und so weiter. Also du brauchst immer was zum Aufhängen. Ein Zelt kann alleine stehen. Zum Beispiel in Marokko, als ich sie am Anfang dabei hatte ich Zelt und Hängematte dabei. In Marokko das ist Wüste, da gibt es keine Bäume. Da kannst du die Hängematte vergessen, kannst du nicht aufhängen. Und dann ist es so, dass ich die Hängemattenkrankheit bekommen habe. So nenne ich das. Ich habe das auch schon auf dem Schiff gehabt. Das ist so, auch wenn man im Amazonas übernachtet, nachts wird es dann relativ frisch und man kühlt am Rücken immer aus, weil man dann so, weiß ich nicht warum. Aber das passiert. Das passiert im Zelt nicht, aber am Rücken kühlst du aus. Und dann habe ich halt, jetzt hier hatte ich wie so eine Bronchitis gehabt. Also wirklich starken Husten gehabt und ich habe wirklich beim Atmen, hat mir die Lunge wehgetan. Eine Hängematte ist keine Allzweckwaffe zum spontanen Übernachten. Fazit ist also, ich werde mir bei Gelegenheit wieder ein Zelt anschaffen. Aber für mich als Gelegenheitscamper muss das Zelt so kompakt wie möglich sein, sollte nicht mehr als 1,5 Kilo wiegen und es muss allein stehen können, denn oft sind es irgendwie Steinböden, wo du keine Heringe reinpacken kannst oder Holzböden oder Betonböden und es muss alleine stehen können. Das ist ganz wichtig bei einem Zelt auf einer Motorradreise. Und natürlich wasserdicht. Es gibt auch nicht wasserdichte Zelte, habe ich jetzt hier rausgefunden. Das wusste ich gar nicht vorher, aber es muss wasserdicht sein und windresistent auch. Und was auch noch gut ist, ist so eine Unterlegmatte fürs Zelt. Oft ist die schon dabei beim Zelt, aber nicht immer. Da müsst ihr darauf achten. Da ist es halt cool, wenn die ein bisschen größer ist als das Zelt. Oft sind die nur genauso groß wie das Zelt, aber wenn die ein bisschen größer ist, dann kannst du halt vorne hast du dann so einen Raum, wo es nicht gleich sandig oder matschig oder nass ist, dann kannst du dann da Sachen hinstellen. Das ist ein Riesenvorteil. Ein Riesennachteil daran ist, dass es dann wieder diese Matte halt wieder mehr Packmaß wegnimmt. Aber egal wie du es machst, du wirst halt nicht nur das Zelt brauchen, sondern zumindest auch irgendwie eine Isomatte. Auch in der Hängematte wirst du eine Isomatte brauchen, weil es eben dann so ist, du kühlst aus am Rücken und dann mit dem Schlafsack, das reicht nicht. Ich habe dann immer die Isomatte reingelegt, um das zu isolieren, dann geht's. Und das ist eben eine Isomatte, die ist jetzt ein bisschen verbogen, weil die Tasche ein kleines bisschen kürzer ist als die Matte. Die habe ich hier mit so 2 Gummibändern zusammen gemacht. Und das ist eine Thermarest-Matte. Thermarest ist so eine Edelmarke für Camping, für Isomatten und Schlafsäcken und so. Und es ist eine faltbare Matte. Die wiegt gar nichts, also ist super leicht, aber sie ist halt sehr sperrig. Ich finde die halt super,
weil ich die eben nicht nur als Isomatte fürs Camping benutze, sondern ich benutze sie auch am Strand als Strandtuch, weil ich habe nur ein Handtuch und ich möchte dann nicht mein Handtuch, mit dem ich dusche, das an den Strand legen. Auch als Sportmatte kann man sie benutzen und du kannst auch, wenn du was am Motorrad reparierst, kannst du sie auch unterlegen. Das ist halt so eine Allzweckwaffe und die habe ich dann immer hinten dran in dieser roten Tasche. Wenn ihr das im Taschenvideo gesehen habt, da ist diese Matte drin. Das Modell hier heißt Z-Lite von Thermarest, aber es gibt das gleiche auch bei Decathlon für kleines Geld zu kaufen. Ich hatte dann noch eine zweite Isomatte dabei, auch von Decathlon gekauft für kleines Geld und die war super. Das ist so eine aufblasbare, fand ich super. Die war auch sehr kompakt, vielleicht so, wenn sie zusammengefaltet ist, aber die habe ich auch dem Engländer gegeben, dem ich das Zelt gegeben habe. Dann braucht man natürlich was zum Zudecken und ich habe einen Schlafsack. Der ist auch von Nature Hike und ihr seht, der ist super klein, mit Gänsedaune gefüllt und hat eine Komforttemperatur angegeben für 6 Grad und ein Limit 0 Grad. Ich bin jemand, der leicht friert, also ich bin jemand eher, der Hitze besser ab kann als Kälte. Also bei 6 Grad, da friere ich mir da drin schon den Arsch ab, ganz ehrlich. Wenn es unter 10 Grad ist, im Normalfall will ich bei solchen Temperaturen dann auch nicht zelten mehr. Aber ich will das nur dazu sagen, dass man da eben darauf achten muss, wie warm der ist und dann kommt es eben darauf an. Ja, manche Leute, die liegen, als ich in Finnland, in Helsinki war, da waren es irgendwie 15 Grad. Da bin ich mit der Winterjacke rumgelaufen, da lagen die Damen im Bikini im Park. Also es ist immer auch sehr individuell, wie das Wärmeempfinden ist. Und der hat 130 € gekostet. Schlafsäcke können auch sehr, sehr teuer sein. Nature Hike ist eben so eine Marke, die ein bisschen günstiger ist. Wenn es mir dann zu kalt war, das habe ich dann mit dem Frank gemacht, als ich in Argentinien gecampt habe, wir haben nachts so gefroren, dann haben wir die Wasserblasen genommen. Letztes Mal habe ich das vorgestellt. Wo habe ich sie? Ja, ich habe ja hier den Camelback. Und ich hatte vorher eine andere Wasserblase dabei, beziehungsweise so eine Wabbelflasche. Und da ist die Wasserblase. Und da kannst du dieses Kabel abmachen und kannst die mit heißem Wasser füllen. Und dann kannst du die als Wärmflasche benutzen. Dafür muss man aber Wasser warm machen können. Und dann brauchst du einen Kocher. Ich habe hier, den habe ich mir in Südamerika gekauft, weil ich am Anfang keinen hatte oder einen anderen, dazu komme ich gleich. Einen Gaskocher gekauft. Ja. Und den schraubst du auf so eine Gaskartusche drauf und kannst dann Sachen warm machen, wenn du ein Gefäß hast, in dem du Wasser abfüllen kannst. Ich habe diesen Topf, den habe ich von Thomas und Rita von Explore and Bike vor 3 Jahren oder so geschenkt bekommen. Ja, der Deckel ist einfach Aluminium, der ist auch schon total verbeult. Aber ich habe hier noch Sachen drin. Das kann ich dann zeigen. Das ist ein Titantopf. Das ist das Beste vom Besten vom Besten. Also ich würde, wenn ich mir was kaufen würde, würde ich für das Geld tatsächlich für Titan ausgeben. Das Ding, das stand schon 3 Stunden im Feuer, im offenen Feuer und ist gekocht und hat Kartoffeln gekocht. Da ist nichts dran, der ist wie neu. Ja? Fantastisch. Ja? Der ist natürlich auch sehr leicht und verbiegbar. Also wenn da die Tasche, das ist in der Seitentasche und ich habe es manchmal so in der Seitentasche gehabt und dann ist das Motorrad so draufgefallen und dann war er halt eiereckig. Aber den kann ich dann wieder gerade biegen. Aber so hitzebeständig, fantastisch. Ein Deckel ist natürlich auch immer gut, um vor Tieren zu schützen und natürlich auch dann kocht es halt schneller, verbrauchst du weniger Gas. Was ich allerdings vermisse, ist ein Henkel. Ich habe hier halt keinen Henkel, wo ich das dran festhalten kann. Ich muss dann immer so mit dem T-Shirt so machen, ja, oder irgendwie einen Pullover nehmen, das so machen. Das ist halt ein bisschen doof. Und da der so ultra leicht ist, ist es selbst beim Umrühren, muss man aufpassen, dass du ihn nicht vom Gaskocher schiebst. Das ist ein bisschen doof. Ich gucke immer, wenn ich in irgendwelchen Campingläden bin, das, was ich sofort gucke, ist, gibt es da Henkel? Und ich habe noch keinen einzigen Henkel einzeln gefunden. Die werden immer nur irgendwie mit anderen Töpfen verkauft. Vielleicht kaufe ich mir dann mal im Decathlon, gibt es auch so ein billiges Set, das ganze Set, und behalte dann nur den Deckel vielleicht und den Henkel davon. Aber ja, ein Henkel lohnt sich auf jeden Fall. Es gibt dann auch noch Pfannen und so weiter. Pfanne ist cool, der Frank hatte so eine Pfanne. Das ist halt geil, um Spiegeleier und so zu machen. Ist halt dann wieder was du nochmal mitschleppen musst. Klar, das kannst du dann immer so ineinander alles falten. Das nimmt nicht so viel Platz mit, aber ein bisschen mehr nimmt es halt doch Platz weg. Und ich benutze den halt auch im Hostel oft. Oft gibt es dann keine richtigen Töpfe im Hostel. Und dann benutze ich den. Ja. Und
Ich möchte immer meinen Kaffee morgens trinken. Manchmal gibt es keine Küche im Hotel oder im Hostel. Dann mache ich im Zimmer Wasser hier warm. Oder es ist so manchmal auch so, dass es im ganzen Ort keinen Kaffee gibt. Wir sind zwar in Südamerika, Kaffeekontinent, aber es ist nicht in allen Regionen üblich, Kaffee zu trinken. Ja, in manchen Regionen gibt es einfach überhaupt keinen Kaffee. Und in Chile zum Beispiel nur Instant-Kaffee, also nur Nescafé. Ich benutze halt Gaskocher, weil das bekommst du quasi überall. Also klar, manchmal gibt es dann Orte, wo ich dann das nicht bekomme, aber sobald irgendwo, ja, selbst in Peru, irgendwo in den Anden, bekommst du das dann irgendwann. Deswegen Gas ist halt eine einfache Sache, ist eine cleane Sache. Wenn du jetzt irgendwie Benzinkocher oder so hast, das macht immer Dreck. Aber Gas ist einfach das Geläufigste. Um Kaffee zu kochen, habe ich noch eine Stanley Thermoskanne. Ja, damit kannst du super geil Sachen warm halten, kalt halten. Aber ich benutze sie hauptsächlich zum Kaffeekochen. Kostet 30 €. Kannst du hier so, dann kannst du halt trinken oder ausschütten. Dann kannst du sie aufschrauben. Und der Clou ist eben, dass es nicht eine normale Thermoskanne ist, sondern da ist eine French Press drin. Ja, das ist hier so ein Sieb. Also benutze ich fast jeden Tag. Super geil. Und ihr seht, die ist nicht mehr ganz in Schuss. Denn Stanley macht dann da immer so Werbung, dass es irgendwie aus 1000 Meter aus dem Flugzeug fallen kann und Hurricane geschützt ist und so weiter. Bei mir ist einmal so das Bike so langsam drauf geplumpst und es hatte ich dann vorne in den Stutzbügeltaschen. Da war das Ding direkt zerbogen. Ist aber nicht kaputt gegangen, aber also so robust ist es dann doch nicht. Ne? Manche Leute wollen eben auch auf einen gewissen Luxus nicht verzichten, so wie ich auf den Kaffee. Andere Leute brauchen beim Camping ein Kopfkissen. Ich habe viele von diesen Camping-Super-Aufblaskisten ausprobiert. Also ich hatte so ein Hörnchen, was du so um den Hals legst. Und ich hatte aber auch so eins, was so ein richtiges Kissen ist, also wie so eins hier. Ja, aber zum Aufblasen. Und das ist einfach für mich, es gefällt mir nicht. Ich kann darauf nicht gescheit schlafen. Das ist egal, ob du viel Luft reinmachst, wenig Luft reinmachst, das ist für mich nichts. Ich nehme mir einen Pullover oder eine Jacke oder die Motorradjacke, lege die dann unter und das reicht für mich als Kopfkissen. Und es ist für mich bequemer, als wenn ich so ein Aufblattkissen habe. Deswegen, das kann ich mir sparen. Also dieses Aufbaukissen muss man natürlich dazu sagen, das ist kleiner als das. Also wenn man das zusammenfaltet, das ist super klein. Ne? Ich sage nur, probiert das aus, bevor ihr das irgendwo mitnehmt oder so, weil finden nicht alle geil. Aber ich habe auch Leute getroffen, die schwören darauf. Da sind eben die Leute auch unterschiedlich. Ja? Und ich habe auch Leute getroffen, die haben normale Kissen dabei. Also die leisten sich dann den Riesenplatz zu verschwenden für normale Kissen, weil sie halt sagen, ja, ich will aber mein Kopfkissen dabei haben. Deswegen, das ist natürlich auch immer sehr individuell. Und der Kaffee trinkt sich nicht ohne Tasse. Und da habe ich natürlich meine geliebte Ruthis Reisentasse. Ihr seht schon, da gibt es auch Probleme. Also die ist schon so vom Feuer. Denn das ist eine doppelwandige Tasse. Also die kannst du so halten, die wird nicht heiß. Aber du kannst darin dann aber auch nicht kochen. In Marokko habe ich mir dann so eine 5-Minuten-Terrine gemacht. Es dauert halt ewig, bis es warm ist, verbrauchst das ganze Gas. Und weil die eben die isoliert. Und es wird halt auch einfach nicht richtig heiß. Dann kann man natürlich sagen, okay, nimmst eine Emaille-Tasse, ist gut, aber da verbrennst du dir halt dann immer die Finger. Und dann, wenn ich was koche oder auch im Hostel oder für den Kaffee oder auch für unterwegs mal schnell irgendwo anhalten, eine Pause machen, schnell mal ein Thunfisch-Sandwich oder ein Thunfisch aus der Dose essen. Besteck. Ich habe so ein Dreier-Set. Ich zeige es einmal. Löffel, Gabel, Messer. Ja, ist auch scharf und so. Ist halt super dünn. Ne? Das hat 16 € gekostet in diesem Neoprentäschchen. Das ist noch super in Schuss, da ist nichts dran, alles tipptopp. Und da sind auch noch so Flaschenöffner und sowas dabei. Das habe ich allerdings alles noch nie benutzt. Und es ist 9 Jahre alt. Also ich bin damit schon in der Transsibirischen Eisenbahn gefahren. Das ist unzerstörbar, 16 € bei Amazon. Und ich habe noch eine Zusatzsache dabei, und zwar einen Korkenzieher. Als ich keinen hatte, habe ich dann immer so den Korken in die Flasche gedrückt, aber das macht halt auch immer Sauerei und das ist halt nicht so schön. Und mit so einem Korkenzieher, das war dann halt so, hier, der ist von Stara Trta. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Aber der ist von der ältesten Weinrebe der Welt in Slowenien. Jedes Mal, wenn ich den dann auspacke und benutze, erzähle ich diese Geschichte. Ist praktisch, einen Korkenzieher dabei zu haben. Und seit kurzem habe ich noch ein scharfes Messer. Ja, das habe ich von Carsten aus Paraguay geschenkt bekommen. Vielen Dank nochmal. Ich weiß, dass es scharf ist, weil ich mir direkt die Hand damit aufgesäbelt habe. Vorher hatte ich halt nur das Messer vom Multitool und das ist dann halt immer so ein bisschen dreckig vom irgendwie Sachen reparieren. Ich würde sagen, normalerweise ein scharfes Messer reicht, aber das ist schon nicht schlecht, wenn man noch ein
scharfes Messer dabei hat. Was ich auch noch sagen kann, eine Schere dabei zu haben, ist auch nicht schlecht. Diese Multitool-Scheren, ja, das ist okay, aber die sind halt schlecht. Meine Schere ist so eine super kleine Traveler-Schere. Habe ich mir in Bolivien auf dem Markt gekauft, die klappst du so auseinander. Und das sieht jetzt super kacke aus, aber die schneidet gut. Also mal gucken, wie lange die hält. Also ich habe die jetzt, benutze jetzt natürlich nicht täglich, aber so funktioniert die ganz gut. Also man kann sich auch sowas holen. Aber eine Schere ist auch immer nicht schlecht. Ich habe hier noch so billige Plastikteller, da kannst du draus essen. Ich habe noch Spülmittel und einen Spülschwamm, um eben die Sachen zu spülen. Und das Spülmittel kannst du auch nehmen beim Reifenwechsel, um den Reifen geschmeidiger zu machen. Und ich habe hier am Anfang, bevor ich den Gaskocher hatte, habe ich einen Esbit-Kocher gehabt. Das ist so ein super billiges Metallgestell. Dann kannst du einen Topf draufstellen und legst quasi unten so einen Trockenbrennstoff rein. Trockenbrennstoff ist wie Grillanzünder. Und es brennt ungefähr 15 Minuten, aber das ist halt wirklich nur für Notbehelf. Das Gas ist 10-mal besser. Den Esbit-Kocher habe ich nicht mehr, aber den Trockenbrennstoff habe ich immer noch dabei. Weil wenn ich manchmal das Feuer nicht anbekomme, ein Holz ist nass oder es ist windig oder so weiter, habe ich immer noch das dabei. Wie ihr seht, habe ich sie noch nicht ganz aufgebraucht. Also so oft brauche ich sie nicht, aber ich würde sie jetzt halt nicht wegschmeißen. Manchmal sind sie halt schon praktisch. Und für unterwegs, wenn ich irgendwo anhalte, was ich gerne mache, ist, ich koche mir Eier und dann halte ich irgendwo an einer schönen Aussicht und dann mache ich da Mittagspause, esse ich meine Eier und so weiter oder irgendwas anderes. Und dann ist immer ganz gut, ein paar Gewürze dabei zu haben. Ich koche auch ganz gerne in Hostels und so weiter. Manchmal gibt es Sachen in Hostels, die du benutzen kannst, aber manchmal halt nicht. Und dann habe ich immer so ein bisschen kleinen Vorrat in so einer Tupperware. Und dann habe ich halt immer so das Salz, das packe ich dann halt hier rein oder hier, so, ja. Und ich habe halt da ein paar Gewürze drin, Oregano, Salz, Pfeffer und so weiter, was man halt gerade so braucht. Und was ich immer dabei habe, ist hier so Brause zum Auflösen in Wasser. Dann, wenn man mal nichts zu trinken hat, dann kann man immer noch mal ein bisschen Geschmack reinmachen. Für ein Erfrischungsgetränk, selbstgemacht und cheap. Und was ich auch immer mache, ist vielleicht auch ein Tipp, unterwegs, man bekommt immer in so vielen Restaurants und so Mayonnaise, Ketchup, was habe ich hier, Sojasauce, scharfe Soße, also alles Mögliche. Manchmal bekommt man auch hier so einen ganzen Pack. Und das fahre ich dann auch immer mit rum, dann hast du immer so ein bisschen Ketchup und so. Oft ist es dann auch so, manchmal ist es fates Essen oder so. Und denkst so, ein bisschen Ketchup wäre nicht schlecht. Habe ich dann dabei. Zurück zur Schlafmöglichkeit. Ich hatte dann noch einen Zusatzschlafsack dabei. Das beste Material davon ist Seide, ja, Seidenschlafsäcke. Das ist so ein Inlet. Das benutzen viele Backpacker, weil dann in irgendwelchen Hostels ist es denen zu dreckig, die Laken, das wollen die nicht benutzen, da haben sie ihr eigenes Inlet dabei. Oder wenn es halt heiß ist im Zelt, es ist ja nicht immer kalt, sondern manchmal sind es halt 35 Grad, dann liegst du halt nicht dann in deinem fetten Schlafsack, sondern hast das Inlet. Und das nimmt halt keinen Platz weg, das ist kleiner als ein Handy. Wenn du es zusammenfaltest, hast du dann nochmal so ein Schlafsack-Inlet dabei. Ich habe das Ding halt auch dem Engländer gegeben. Es war aber auch so, dass ich habe das in Vietnam gekauft, 2013. Und ich benutze es fast nie. Ich benutze immer die Laken aus dem Hotel und so. Das habe ich jetzt wirklich nicht vermisst. Da kommt es auch immer darauf an, wie etepetete du bist. Wenn du es zu eklig findest, dann irgendwie in den Laken zu schlafen oder so, wenn du dein eigenes Laken brauchst, dann ist halt so ein Inlet praktisch. Da kommen wir zu einem Must-Have, die berühmte Kopflampe. Ihr seht, klein, zusammenmachbar, das ist wieder von Decathlon. Es gibt hier in Südamerika nicht in allen Ländern Decathlon, aber in manchen eine Kopflampe. So. Und die kannst du halt hier so klappen, wie du willst, dass es noch so nach unten zeigt oder nach oben, nach vorne. Und wie ihr seht, so macht es halt so, die ist kindergesichert. Also es kann jetzt auch nicht sein, dass im Gepäck, dass das dann drauf drückt und dann ist sie leer, wenn du sie brauchst. Weil ich hatte vorher eine andere Lampe, Kopflampe, die war mit Batterien und die hatte eben diese Kindersicherung nicht. Und die waren dann immer, wenn ich sie gebraucht habe, war die leer. Batterien, die musst du halt erstmal wieder finden, irgendwo kaufen und so weiter. Deswegen, mit so einer Kindersicherung ist super, wenn du da länger drauf drückst, dann geht die halt an. Ja. Du hast da 2 Stufen und noch das Rotlicht. Und das Rotlicht, wofür ist das? Das ist, wenn du dich unterhältst, nachts, wenn du dann halt so
wo haben wir es? Hier, so blendest du den halt mega, dein Gegenüber. Das ist halt mega unangenehm, sich zu unterhalten. Und mit dem Rotlicht kannst du dem dein Gesicht sehen und dich trotzdem unterhalten. Und manchmal leuchtet dieses Rotlicht auch als kleines Licht, ja? Dass es so ein bisschen leuchtet, wenn du nachts irgendwo auf dem Campingplatz sitzt. Und man kann diese Lampe halt auch irgendwo hinhängen, kann sie als Lampe benutzen. Das Praktische daran ist eben, dass du die Hände frei hast. Ja, beim Handy kannst du sagen, ich habe eine Handylampe, ja ist okay, aber du hast halt die Hände frei dabei. Du kannst kochen und kannst Sachen machen und hast halt beide Hände frei. Wegen der Batteriesache, ich habe jetzt hier mit USB-Lademöglichkeit. Ist sehr günstig. Ich habe mal gesagt, die sind unzerstörbar. Nachdem ich eine zerstört habe, würde ich das jetzt nicht mehr sagen, aber sie sind sehr, sehr robust. Wie gesagt, bei mir sind die Sachen im Dauer-Hardcore-Einsatz. Was ich noch dabei habe, ist vielleicht auch ein bisschen individueller, ist Wäscheklammern und eine Wäscheleine. Oft ist es so, dass du die Sachen wäschst und dann kannst du die nirgendwo aufhängen. Dann kannst du halt deine Leine spannen und dann kannst du die Sachen aufhängen. Oder in einem Hostel, da waschen dann so viele, da ist dann die ganze Leine voll. Und dann habe ich meine eigene Leine. Oder Wind, dann werden deine Sachen von der Leine geweht, fallen sie unten in den Dreck und dann hättest du sie auch nicht waschen brauchen. Deswegen habe ich die Wäscheklammern dabei. Am Campingplatz ist es dann auch noch praktisch, kannst du die spannen und kannst dann so Sachen, deine Essenssachen dranhängen, eine Tüte mit irgendwelchen Sachen drin, kannst du dann da dranhängen, liegt dann halt nicht auf dem Boden. Ich habe auch gedacht, das ist super für Tiere, allerdings war das auch in Portugal, glaube ich. Da sind dann die Ameisen über die Wäscheleine ins Essen gekrabbelt. Also davor schützt es dann nicht. Was ich nicht dabei habe, ist ein Stuhl. Ich bin lange mit Stuhl gereist, habe den aber nie benutzt. Und irgendwann habe ich den dann in Argentinien in einem Hostel gelassen, weil ich gedacht habe, ey, das nervt halt nur, das Ding immer mit mir rumzuschleppen und es nie zu benutzen. Und da kommt es aber auch ein bisschen drauf an, wo du campst. Es war vorher dann so, ich weiß gar nicht, ob es Europa oder Afrika war, aber da waren halt dann immer keine Sitzmöglichkeiten und da habe ich mir einen Stuhl gewünscht. Aber hier in Südamerika, die allermeisten Campingplätze haben meistens so Bänke zum Sitzen, also du kriegst so einen Platz zugewiesen, da hast du dann Bänke zum Sitzen, meistens sogar ein Licht und eine Steckdose. Deswegen hier habe ich es eigentlich nicht gebraucht, nicht vermisst. Und so ein Stuhl, auch wenn du so einen Helinox oder wie die heißen, einen Stuhl hast, das sind diese super kompakten, nimmt halt doch einiges an Platz weg. Und wie schon beim Taschenvideo erwähnt, ist es praktisch, wenn man noch so einen kleinen Rucksack dabei hat, wo man mal Essen oder so kaufen gehen kann, den man dann füllen kann, weil wenn du dann so Grillzeug kaufst oder sowas, der Rucksack ist dann halt schnell voll. Ne? Ich habe ja auch noch diese Tasche, wie gesagt, da ist ja wohnt meine Isomatte drin, die kann ich dann auch aufplatzen, das sind 31 Liter, also da kann ich ordentlich was einkaufen. Und es ist halt auch praktisch, wenn du dein Zeug dann mal, wenn du mehrere Tage campst, im Zelt lässt und du fährst weg, dann hast du halt quasi eine Tasche, die du mitnehmen kannst. Es lohnt sich auch noch irgendwie eine abschließbare Tasche zu haben, wenn du eben das Zelt verlässt, dass du dann zumindest die Sachen nicht offen, den Laptop nicht offen im Zelt liegen hast, sondern zumindest in einer verschlossenen Tasche. Wenn es gut läuft, kannst du den vielleicht noch irgendwo anketten, ja, mit diesem Kabelschloss, was ich auch in dem Taschenvideo vorgestellt habe. So, und zu guter Letzt möchte ich noch mal auf meine Haube hinweisen. Ich habe immer so eine Haube über meinem Motorrad. Die ist klein zusammenfaltbar, auch so ungefähr wie die Hängematte und schützt das Motorrad vor Regen, aber auch vor allem von Sonne. Sonne ist schlimmer, auch für die Dichtung, für die Farbe vom Motorrad und so. Und ich kann da jetzt die Taschen drauf packen und alles und man sieht zwar, dass da ein Motorrad steht, aber man sieht da jetzt nicht gleich, okay, ist hier deutsches Kennzeichen und so weiter. Es ist halt ein bisschen verdeckt und ich habe dann schon Ausflüge gemacht, wo ich mit dem Boot irgendwo hingefahren bin und da habe ich das dann draufgelassen, habe noch meine Stiefel draufgeschnallt und so und da ist nie was passiert. Also so eine Haube, das will ich auf keinen Fall missen, das finde ich super. Wie gesagt, so gucken die Leute zwar hin, großes Motorrad, aber wenn die Tenere so da steht, dann bleiben die Leute stehen und denken, boah krass, Tenere, geiles Motorrad. Und so, ja, dann kannst du halt viel mehr angucken. So laufen die Leute dann eher vorbei. Es ist halt dann einfach eine mülltonnengraue Verkleidung. Diese Gewohnheit habe ich damals von Frank übernommen. Der hat auch gesagt, dass in Afrika, wenn du dann irgendwo campst oder irgendwo bist, dass die Affen oft dir dann an den die Spiegel abschrauben und so weiter. Und das passiert nicht, wenn du die Haube hast. Ich hatte das jetzt hier nicht, dass die Affen, also es ist dann immer so, dass Katzen sich dann draufsetzen auf den Sitz, auf die Sitzbank. Und die kratzen ja auch gerne so. Ja? Und das machen die aber auch nicht, wenn die Haube drauf ist. Ich meine, klar, die können die Haube zerkratzen und so, aber es ist besser als die Sitzbank. Also es ist auch so ein bisschen für Tiere und so weiter. Das war's von meinem Camping-Equipment. Wenn ihr Ergänzungen, Tipps oder Gegenargumente habt, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich mache beim nächsten Mal weiter mit Klamotten. Habe ich tatsächlich noch nie irgendwie drüber gesprochen. Und bis dahin
möchte ich mich bei den neuesten Unterstützern bedanken. Chris und Friedrich, vielen, vielen Dank. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Ruti. Auf Wiedersehen.